So Leute, wir sind draußen endlich. Wir zeigen euch gleich mal, was wir bisher so gefunden haben. Das mit dem Rauskram ging super. Das war echt easy und haben die auch fix hinbekommen. Dann haben sie Gott sei Dank schon mit dem Hochdruckreiniger einmal das Gröbste schon runtergeschossen. Also wir hatten hier echt noch ordentlich Muscheln und Pocken dran. Haben wir aber auch gesagt, war ja auch klar, dass der Taucher nicht alles runterkriegt. Und jetzt haben wir schon ein bisschen Wind. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Aber wir sind jetzt hier, um noch so ein bisschen Inspektion zu machen, euch das mal zu zeigen, was wir jetzt bisher an Schäden gefunden haben an kleinen, die auf jeden Fall gemacht werden. Und da wird auf jeden Fall jeder mal ein Fachmann rüber gucken und der soll sich alles angucken und dann werden wir alles machen, wo er sagt, muss gemacht werden oder auch kann gemacht werden. Also wir wollen das halt jetzt ja einmal richtig flott machen, dass wir nicht jetzt immer kleinteilig was machen und jedes Jahr irgendwas dazukommt. Da wird genug kommen. Ja, das Wichtigste zuerst, also Osmose haben wir nicht. Das ist schon mal die Hauptsache. Von daher ja, ist jetzt hier auch nichts Großes, was uns irgendwie Probleme bereitet. So, wir zeigen euch jetzt mal das, was wir als Laien schon erkannt haben und versuchen das mal richtig zu beschreiben, was wir machen müssen. Also das Wichtigste ist eigentlich, das wussten wir beim Kauf aber auch schon. Also hier seht ihr die Saildrive-Manschette. Die hat natürlich schon bessere Tage gesehen. Also, ne, sieht man auf jeden Fall. Hier hinten auch. Also kann man. Die ist auf jeden Fall, die muss auf jeden Fall neu. Das wussten wir aber auch schon beim Kauf. Ist aber auch so nichts Großes, von daher haben wir damit schon gerechnet. Das wird aber auch ein Profi machen, also das machen wir jetzt nicht selber oder so. Dann auf jeden Fall muss neu die Anode. Da habe ich mir aber sagen lassen, die muss sowieso jedes Jahr neu oder sollte man jedes Jahr neu machen, keine Ahnung. Machen wir auf jeden Fall. Und dann hier unsere Klappschraube. Die wird auf jeden Fall, es wird alles sauber gemacht, poliert, auf Hochglanz gebracht. Ja, das machen wir auf jeden Fall. So, dann haben wir hier was, da weiß ich leider den Fachbegriff nicht. Ich sag einfach mal ganz laienhaft, das ist der Geschwindigkeitsmesser. Der funktioniert bei uns nicht. Also er dreht sich, ihr seht auch schon, er ist auch schon abgebrochen. Den würden wir auf jeden Fall ersetzen. Allerdings wurde uns auch schon gesagt, man hat ja eigentlich alles digital. Dass es Leute gibt, die den quasi abgebaut haben und einfach das Loch zugemacht haben. Da würde es mich mal interessieren, habt ihr da Meinung zu? Also macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Warum kann man das machen? Und ansonsten hätte ich einfach gesagt, wir machen den Propeller da einmal neu, versuchen diese biegsame Welle drin zu verbinden und hätten das dann einfach auch noch, falls das iPad mal ausfällt. Also wäre cool, wenn ihr uns dann mal eine Meinung geben könntet, was ihr an unserer Stelle damit am besten machen würdet. Ansonsten sieht das Unterwasserschiff größtenteils so aus. Also ja, man sieht natürlich den Pockenbefall, da dran war, die Muscheln. Da müssen wir natürlich was machen. Und Anti-Fouling kommt komplett neu. Und auch ein anderes, das war echt nicht so geil. Haben wir ja auch schon gesagt. Und dann wird das auch alles poliert. Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Natürlich diese Rennen, also das wollen wir sowieso alles ausbessern hier. Wir sind uns aber auch noch nicht sicher mit der blauen Farbe, ob wir die jetzt nächste Saison noch lassen. Und dann irgendwann mal neu machen, weil wir eigentlich von dem Blau wegkommen wollten. Aber das müssen wir auch noch gucken. Und dann, das seht ihr auf dem Video nicht ganz so gut, aber es ist natürlich ein bisschen vergilbt. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Da sieht man trotzdem immer noch nicht so gut. Aber wir würden das gerne wieder richtig weiß kriegen. Da wäre die nächste Frage, habt ihr dafür einen Tipp, wie man das irgendwie, ob es ein Mittel gibt oder irgendeine Technik, dass man das wieder schön weiß kriegt. Also das wollen wir auf jeden Fall machen, weil es jetzt natürlich schon so ein bisschen angegilbt ist. Dann, das wird somit das letzte sein, seht ihr dann noch den alten Namen. Die Schrift kommt natürlich ab und da machen wir unser neues Logo rauf. Das ist aber ja nachher erst ziemlich zum Schluss. So, hier hinten haben wir noch den alten Heimathafen. Das muss natürlich auch neu gemacht werden. Und die Nummer, ich glaube, da geht es ums Flaggenzertifikat, meine ich. Da müssen wir auch noch ein neues beantragen.
weil das muss dann ja dann auf unseren Namen sein. Also da auch wieder Frage, sorry, dieses Video gibt sehr viele Fragen an euch. Muss man das haben? Und ansonsten wäre es mal cool, wenn ihr uns mal irgendwie so eine kleine Info geben könntet, welche Dokumente oder so man haben sollte oder braucht fürs Boot. Also ich glaube, ich kenne dieses Flaggenzertifikat und das muss man, glaube ich, einmal beantragen und dann hält das auch ein paar Jahre. Dann haben wir hier das Ruder. Da müssen wir auch mal gucken. Da muss auf jeden Fall, also es sind jetzt auch so Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Hier ist, glaube ich, so eine Dichtung, oder das fühlt sich zumindest so an. Die muss neu gemacht werden. Der muss halt allgemein das ein bisschen schicker gemacht werden. Und wir haben so ein bisschen Spiel im Ruder. Da muss man auch gucken, ob man das nur einmal nachziehen muss, einmal neu fetten. Ja. Wieder auf dem Wasser. Fast, aber am Wasser. Wir haben schon gesagt, die Aussicht ist eigentlich ganz geil. Wir bleiben einfach hier. Also nicht nur filmen, auch arbeiten. Was? Ich dachte, ich bin nur zum Filmen hier. Na, dieses Arbeiten. Ja, wie ihr seht, ist jetzt eine Woche später. Wir werden das jetzt hier so ein bisschen winterfest machen und auch die ganzen Nadeln und Co. raussammeln, Plane uns mal angucken. Letzte Woche war es zu kalt, wir waren müde. Das machen wir alles jetzt.